Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute werden wir diesen schmalen Hängeschrank bauen. Der ist so als Wurffach gedacht. Die da drüben sind ja zum Klamotten reinlegen. Die sind auch höher. Im Fußbereich haben wir weniger Abstand. Im Kopfbereich wollten wir da mehr haben. Und daher hier oben nur dieses Wurffach. So im Nachhinein hat sich auch gezeigt, dass es sehr hilfreich ist, hier diese Griffe zu haben zum Aufstehen. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie der Hängeschrank entsteht, bleibt dran bis zum Ende und freut euch auf ein schönes Video. Dünne Platten müsst ihr bei der Flachdübelfräse mit der Adapterplatte fräsen. Die hat 4 mm. So kommt ihr weiter in die Mitte rein. Wenn ihr dann am Tisch anlegt, dann müsst ihr die Differenz am Tisch mit einer Hilfslinie anzeichnen. Eigentlich ist die Differenz immer 4 mm, aber ich mache trotz allem immer ein Probestück an einem Abfall. Ich zeichne die Linie, mache 4 mm Versatz, fresse das nochmal rein und probiere, ob das alles passt, und dann gehe ich erst das Originalwerkstück.
werde jetzt wieder diese Rückwand, das 3 mm Sparholz, hier reißt sie schon ein. Das heißt, der Bogen ist zu klein, damit man die unbeschadet biegen kann. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder ein nasses Tuch nehmen, das auflegen und mit dem Bügeleisen hier auf das nasse Tuch drauf gehen und dann Baumwolle-Einstellung hier Wasserdampf reingeben in diese Sparholzplatte und dann kann ich die einfacher biegen und verschrauben. Also der Wasserdampf hat das Holz jetzt geschmeidig gemacht. Ihr seht, ich kann das jetzt viel leichter biegen, ohne dass es knackt. Und so kann ich das jetzt hier so schön in die Rundung legen und verschrauben. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Habt wieder was mitgenommen für euch. Vergesst das Liken und Kommentieren nicht, damit die Videos häufiger angezeigt werden. Es gibt noch einige Videos, die folgen. Wir müssen das Bett noch bauen. Es kommt noch die ganze Sitzecke hier, die ihr hier seht. Und natürlich zum Ende diese Wandverkleidung mit der Technik drin. Freut euch also auf weitere spannende Videos auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.